Hey zusammen und willkommen zu diesem neuen Deep Dive. Heute knöpfen wir uns ein Phänomen vor, das wirklich jeden Fußballfan regelmäßig in den Wahnsinn treibt. Das Milli-Takım-Paradoxon. Wir reden hier über die türkische Nationalmannschaft und die Frage, wie ist es überhaupt möglich, dass ein Team an einem Tag die absolute Weltelite komplett dominiert und am nächsten Tag gegen absolute Underdogs förmlich in sich zusammenfällt? Wir schauen uns heute mal ganz objektiv an, was die Quellen dazu sagen. Von systemischen Fehlern über echte logistische Katastrophen bis hin zu den hitzigen Debatten rund um den Kader. Lasst uns direkt loslegen. Dieser irre Kontrast, den ihr hier seht, zieht sich wirklich schon seit Jahrzehnten wie ein roter Faden durch die Geschichte des Teams. Schaut euch das mal an. Auf der einen Seite haben wir diese grandiosen, unvergesslichen Siege. 2019 zum Beispiel, als man den amtierenden Weltmeister Frankreich hochverdient von Platz gefegt hat. Oder das fulminante Spiel gegen die Niederlande 2021. Und der starke Sieg gegen die USA bei der WM 2026. Wahnsinn, oder? Aber dann, und das ist der völlig verrückte Teil, kommen diese schier unfassbaren Niederlagen. Erinnert ihr euch an 2022? Da blamiert man sich gegen die Amateure und Halbprofis der Färöerinseln oder das historische Aus gegen Lettland 2003 und zuletzt die Enttäuschung gegen Paraguay 2026. Die Mannschaft pendelt quasi nonstop zwischen absolutem fußballerischen Genie und komplett unerklärlichem Wahnsinn. Jetzt fragt man sich natürlich, woran liegt das? Die Analysen zeigen ganz klar, es liegt definitiv nicht an einem Mangel an sportlichem Talent. Das Problem ist tief verwurzelt, und zwar im psychologischen Bereich. Nach solchen großen Siegen gegen echte Fußball-Großmächte schleicht sich oft eine supergefährliche kollektive Arroganz ein. Man geht dann in Spiele gegen vermeintlich kleine, defensiv kompakte Nationen mit der Einstellung, ach, die haben doch sowieso keine Chance gegen uns. Aber genau diese fehlende taktische Demut wird auf diesem Niveau systematisch bestraft, was wir ja gerade erst bei den unnötigen Niederlagen gegen Australien und Paraguay gesehen haben. Und es wird noch komplexer. Gehen wir mal einen Schritt weiter weg vom Rasen und schauen in die Vorstandsetagen. Genau hier beginnt nämlich ein richtig fieser Teufelskreis. Sobald es auf dem Platz mal nicht läuft, baut sich medial sofort dieser enorme Druck auf. Und wie reagiert der türkische Verband? Fast schon reflexartig. Der Trainer fliegt. Ein neuer Coach wird geholt, der wirft direkt das alte System über den Haufen, stellt den Kader komplett um und bringt radikal neue Ideen rein. Das riesige Problem dabei ist, dass die Mannschaft so niemals echte Chemie aufbauen kann. Es fehlen einfach die Automatismen. Und wenn man nicht eingespielt ist, wird man gegen physisch robuste Gegner extrem anfällig. Das ist wirklich ein endloser Zyklus der Selbstzerstörung. Okay, und als ob das nicht schon genug Chaos wäre, müssen wir jetzt über die Logistik sprechen. Die Quellen nennen das Ganze ziemlich treffend die Arizona-Schande im Vorfeld der WM 2026. Also, haltet euch fest. Die TFF-Funktionäre hielten es ernsthaft für eine brillante Idee, das Basiscamp der Mannschaft in Mesa, Arizona aufzuschlagen. Stellt euch das mal kurz vor, ein Fußballtrainingslager bei extremen Wüstentemperaturen von bis zu 43 Grad Celsius. Das Resultat war natürlich absehbar. Diese unglaubliche Hitze hat dazu geführt, dass die Spieler schon vor dem allerersten Turnierspiel körperlich komplett am Ende waren. In den Medien gab es dieses treffende Zitat, die Jungs seien platt wie Fladenbrot gewesen. Und als wäre diese extreme klimatische Belastung nicht schon hart genug, kam noch ein irrer Reiseweg obendrauf. Schlappe 2500 Kilometer musste dieses schon völlig erschöpfte Team vom Camp zum ersten Spiel ins kanadische Vancouver fliegen. Und das gerade mal ein paar Tage vor dem extrem intensiven Anpfiff. Unfassbar. Das Ganze wird noch absurder, wenn man sich mal anschaut, wie andere Nationen das planen. Schauen wir uns mal diesen direkten Vergleich an. Während der DFB sein Quartier im Grayling Estate in North Carolina aufgeschlagen hat, mit eigenem Trainingsplatz, riesigem Gelände und vor allem angenehmem, gemäßigtem Klima, schmorten die türkischen Spieler in der Wüstensonne Arizonas. Das Quartier der Türkei bot logistisch gesehen einfach null Vorteile. Im Gegenteil, es sorgte für miserable Akklimatisierung und völlig unnötigen Reisestress. Das illustriert echt auf brillante Weise, wo wann es in der strategischen Planung krank. Das bringt uns zu einem Punkt, der in den Berichten extrem scharf kritisiert wird, besonders in Bezug auf die TRF-Führung und Präsident Ibrahim Hadjiasmanoglu. Eine Quelle fasst das echt perfekt zusammen. Der Begriff Funktionär leitet sich von Funktionieren ab. Ein Sportfunktionär sollte dafür Sorge tragen, dass die Logistik reibungslos im Hintergrund läuft und die WM nicht für mediale Eigenwerbung nutzen. Der Vorwurf ist hier ganz klar formuliert.
Funktionäre sollten unsichtbar im Hintergrund die optimalen Rahmenbedingungen schaffen, damit die Athleten auf dem Platz glänzen können. Stattdessen wird bemängelt, dass das Turnier für mediale Selbstdarstellung genutzt wurde, während die absoluten Basics für das Team auf der Strecke blieben. Aber, und das muss man fairerweise sagen, die Analysen zeigen, dass sich dieses Problem der Selbstdarstellung teilweise auch bis in den Kader zieht. Die Quellen berichten ganz objektiv, dass bei einigen Spielern, hier wird explizit Meri Demiral genannt, eine Diskrepanz zwischen sportlichem Fokus und medialem Image besteht. Das Argument ist, wenn persönliche Podcasts, politische Symbolik und daraus resultierende Skandale, wie etwa seine Geste bei der EM und die anschließende UEFA-Sperre, in den Vordergrund rücken, belastet das die Teamchemie enorm. Wenn man ganz oben mitspielen will, muss die kompromisslose taktische Disziplin einfach immer über der persönlichen Inszenierung stehen. Okay, jetzt wird's richtig interessant, gerade wenn wir uns die hitzige Debatte um Trainer Vincenzo Montella anschauen. Er stand ja massiv in der Kritik, unter anderem, weil er ohne klassischen Mittelstürmer spielen ließ. Aber schaut euch mal diese Daten hier an. In den ersten beiden WM-Spielen, übrigens bei teilweise 78% Ballbesitz gegen Australien, hat das Team unglaubliche 65 Schüsse abgegeben. 65. Und wie viele Tore sind dabei rausgesprungen? Richtig, 0. Das System an sich hat also Chancen am Fließband kreiert. Was fehlte, war ganz einfach die Effizienz und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Daher argumentieren die Experten vehement, den Trainer jetzt schon wieder vor die Tür zu setzen, würde absolut nichts bringen. Die Probleme sind nämlich struktureller Natur. Man muss sich mal in Montellas Lage versetzen. Er kann sich ja keinen Weltklasse-Neuner oder den absolut perfekten kopfballstarken Abwehrchef aus den Rippen schneiden, wenn das Land diese Spielertypen momentan einfach nicht auf höchstem internationalen Level ausbildet. Er hat wirklich die beste Elf auf den Platz geschickt, die er zur Verfügung hatte. Wenn man dann an tief stehenden, physisch überlegenen Defensivblöcken abprallt, kann man das schwer allein dem Trainer ankreiden. So, und das ist der absolut entscheidende Punkt. Selbst das Sportministerium spricht sich für einen Verbleib Montellas aus. Und zwar aus einem sehr guten Grund. Schaut euch diesen extrem talentierten jungen Kern an. Wir haben einen Mert Mülder, der auf dem Platz buchstäblich alles gibt. Einen Kenan Yildiz, der sich trotz Wadenverletzung durchs Turnier gebissen hat. Wir sprechen von riesigen Talenten wie dem 45-Millionen-Euro-Mann Can Uzun oder Dennis Gül. Das ist die Zukunft. Und diese Jungs brauchen jetzt dringend eines: Vertrauen und Kontinuität. Das Schlimmste, was man jetzt tun könnte, wäre schon wieder alles auf Null zu setzen. Natürlich spielen auch die erfahrenen Veteranen in dieser Gleichung eine riesige Rolle. Hakan Çalhanoğlu ist mit seiner Übersicht im Mittelfeld immer noch absolut essentiell als Anführer für diese Mannschaft. Aber wir müssen realistisch bleiben, er ist 32 Jahre alt. Der Verband muss hier dringend Weitsicht beweisen. Die strategische Nachfolgeplanung muss genau jetzt beginnen. Talente wie ein Arda Güler oder eben Can Uzun müssen Stück für Stück und ohne diesen völlig überzogenen Erfolgsdruck in diese enorm wichtige Rolle des Spielmachers hineinwachsen dürfen. Und das bringt uns zum Kern unseres heutigen Deep Dives. Wir haben gesehen, welch unfassbares Potenzial und Talent in diesem Team steckt. Aber wir haben eben auch diese verheerenden Muster der Vergangenheit analysiert. Die große Frage ist jetzt: Wird die Verbandsführung aus Dingen wie der Arizona-Schande und dem ständigen Trainerkarussell endlich lernen? Werden sie die nötige Demut zeigen und diesem Team einfach mal die Zeit geben, die es zum Wachsen braucht? Oder greifen am Ende doch wieder die alten Reflexe der Selbstzerstörung? Genau das wird die Zukunft der Militakem entscheiden. Was denkt ihr darüber? Lasst das mal sacken und wir hören uns bei der nächsten Analyse.